willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nach Yokohama eingeladen zu einer Pressetour und ich bin schon sehr gespannt, wie es sein wird. Ich war letztes Jahr schon auf so einer Tour und da habe ich damals nur einen Blogartikel geschrieben und dieses Jahr möchte ich euch ein bisschen im Video mitnehmen und euch ein paar Eindrücke von der Tour zeigen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute machen werden und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen wird. Also ich mache mich jetzt auf den Weg nach Yokohama oder besser gesagt zum Bahnhof Sakuragi-cho, denn da starten wir heute und ja, auf geht es! Die Tour nimmt uns mit zu einigen Orten des alten und des neuen Yokohama. Der Bahnhof Sakuragi-cho ist dafür ein guter Ausgangspunkt, denn auch dieser ist bereits sehr geschichtsträchtig. Früher war der Bahnhof Sakuragi-cho der Hauptbahnhof von Yokohama. Erst später wurde der Yokohama Bahnhof, den wir heute kennen, eröffnet und Sakuragi-cho in Sakuragi-cho umbenannt. Im Bahnhof findet ihr einige alte Bilder vom Frühjahr. So sah es in Japan damals aus. Nun aber raus aus dem Bahnhof. Ein kurzer Blick auf Yokohamas Wahrzeichen, die Landmark Tower und ab in den Bus, der uns heute auf unserer Tour durch die Stadt bringen wird. Unser erster Stopp war das Yokohama No-Theater. Dieses befindet sich nur wenige Minuten von der Sakuragi-cho Station entfernt. Die Architektur ist wirklich sehr beeindruckend, vor allen Dingen aber die Bühne, die bereits 1875 gebaut wurde und mehrfach umgezogen ist, bis sie schließlich ihren Platz in Yokohama gefunden hat. Wir haben zahlreiche Erklärungen zu den einzelnen Teilen der Bühne bekommen und das war wirklich sehr interessant. Im Theater könnt ihr euch natürlich nur Stücke anschauen, aber es finden auch andere Aufführungen statt. Hier bekommt ihr einen kleinen Eindruck, was euch bei einer No-Aufführung erwartet. Das No-Theater ist schon eine Sache für sich. Aber machen wir weiter. Mit dem Bus ging es einmal quer durch die Stadt. Denn unser zweites Ziel des Tages liegt etwas außerhalb. Es ist der wunderschöne Landschaftsgarten Sankeien. Ich hatte ihn bereits schon einmal besucht und war froh, wieder hinzukommen. Am Eingang begrüßte uns gleich die Yokohama Goodwill Ambassador in einem wunderschönen Kimono. Und wir konnten während unseres Besuches mit ihr hübsche Fotos machen. Aber nun schauen wir uns erstmal um. Während unseres Besuches fand gerade eine Meisterausstellung statt und wir konnten viele Handwerksstücke begutachten.
Natürlich darf in so einem schönen Garten auch eine Teezeremonie nicht fehlen. Wir konnten zuschauen, wie die Tassen Matcha zubereitet werden. Auch wenn ich das schon zahlreiche Male gesehen habe, ist es immer wieder schön, es zu beobachten. Zum grünen Tee wurden Süßigkeiten gereicht. Auf diesen ist die Pagode des Gartens abgebildet. Sie sind wirklich sehr, sehr niedlich. Im Anschluss an die kleine Teepause konnten wir uns etwas im inneren Garten des Sankei umschauen. Für die herbstliche Färbung war es leider noch ein klein wenig zu früh. Das war unser kurzer Besuch im Sankeien. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar kleine Eindrücke geben. Wir waren leider nur sehr, sehr kurz hier und hatten nicht sehr viel Zeit. Der Garten ist wirklich riesig. Ich war ja schon mal hier und habe ihn schon mal angeschaut. Ich glaube, ich habe dazu auch ein Video. Und ja, wir fahren jetzt weiter. Wir fahren jetzt zurück zum Hafen. Als erstes fahren wir zum Yamashita Koen und da schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Yamashita Koen ist ein Park gelegen direkt am Wasser. Dort gibt es einen wunderschönen Rosengarten, jede Menge Grünflächen und man kann, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, das Museumsschiff Hikawamaru besichtigen. Aber auch so hat man einen wunderschönen Blick über die Skyline von Yokohama. Wir sind jetzt im Yamashita Park. Im Hintergrund
da irgendwo könnt ihr sogar den Marine Tower sehen. Und ja, wir haben jetzt ein wenig Freizeit. Wir können jetzt 20 Minuten hier rumlaufen, Fotos machen, uns erholen, rumschauen, was auch immer. Und ja, das werde ich auch ein bisschen machen. Es ist wunderschönes Wetter heute. Gestern hat es geregnet wie verrückt und heute hat die Sonne gescheint. Die verabschiedet sich jetzt langsam. Es wird langsam dunkel und die Sonne geht unter. Aber es ist angenehm warm und der Himmel hat eine ganz eigenartige Färbung. Das heißt, es sieht eigentlich auch ganz interessant aus heute. Also nicht so wie immer. Und ja, ich zeige euch noch ein bisschen was. Im Anschluss ging es mit dem Bus weiter zu unserem letzten Ort des Tages, dem Akalenga bzw. dem Red Brick Warehouse. Währenddessen ging die Sonne langsam unter und wir konnten vor Ort den Sonnenuntergang sowie die abendliche Beleuchtung genießen. Im Inneren der alten Lagerhäuser befinden sich zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Auf dem großen Platz davor finden regelmäßig Feste statt, so wie im Oktober das Oktoberfest und im Dezember der Weihnachtsmarkt, der sehr beliebt ist. Wir konnten einen kleinen Blick in das Motion Blue werfen, eine Livebar, die zum berühmten Blue Note in Tokio gehört. Im Anschluss gab es auf der Dining Terrace noch einen Cocktail, der den Tag in einem besonderen Ambiente abschloss. Von dort hatte man einen wunderschönen Blick auf das nächtliche Minato Midai und seine Beleuchtungen. Ja, das war unsere kleine Tour durch Yokohama. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Orte zeigen und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Es wird dazu natürlich auch einen Blogartikel geben. Ich versuche beides relativ zeitnah zu veröffentlichen. Mal gucken, was zuerst kommt. Und ja, das war es dann auch schon. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein paar Däumchen hoch da und schreibt mir gerne auch ein paar Kommentare. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir auch ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!